Mit dem VR Suite Studio ist es denkbar einfach, ein interaktives 360-Grad-Lernmodul zu erzeugen. Man klickt einfach auf den Modulbilder und kommt sofort in die Eingabemaske. Nun wähle ich, welche Zielgruppe ich bespielen möchte, zum Beispiel Sekundarstufe 1 oder aber auch höhere Bildungsgrade, wie es zum Beispiel bei der Erwachsenenbildung oder im Studium notwendig ist. In diesem Beispiel bleibe ich bei Sekundarstufe 1. Im Modul gebe ich nun einen Titel ein. Ich könnte bei Details auch zusätzliche Informationen eingeben, wenn ich das Lernmodul in eine bestimmte Richtung bringen will, und gehe dann bei Konzept auf didaktische Analyse. Dies startet eine erweiterte Analyse. Wenn das Modul später fertig ist, kann ich es nicht nur für 360-Grad-Rundgänge nutzen, sondern auch als PDF oder PowerPoint exportieren. Weiterhin kann ich es aber auch als H5P-Modul exportieren, um es in ein Lernmanagementsystem einzubinden. Nach etwa 2 Minuten ist das Konzept inklusive der didaktischen Analyse fertig. Wo ist die Lehrplaneinordnung? Wie ist die Altersempfehlung? Empfehlung für ein Rahmenformat. Ergänzend wird eine Recherche zu potenziellen Story-Ankern und Personenankern gemacht. In diesem Falle kann es natürlich interessant sein, Charles Darwin hinzuzufügen oder andere Punkte, die bei der Recherche gefunden wurde, hervorzuheben. Zusätzlich lässt sich steuern, ob und wie die BNE-Relevanz, also der Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, berücksichtigt wird. Ich muss hier nichts einstellen, ich kann hier verschiedene Dinge einstellen. Der nächste Step ist jetzt, einfach loszulegen und das Modul produzieren zu lassen. Wenn das Modul fertig produziert ist, nach etwa 10 bis 15 Minuten, sehen Sie hier den Kanban-Editor. Oben im Kopf ist immer die Panoramafotoansicht und darunter sind die Texte, die in diesem Panoramafoto zu finden sind. Diese Ansicht ist sehr gut geeignet, um einen schnellen Überblick über das Modul zu bekommen. Sie können die Freigaben nutzen, um jeden einzelnen Text abzunehmen. Ist die didaktische Vorarbeit erledigt? Sind die Texte und Übersetzungen wirklich zielgruppengerecht? Sind die Bilder wirklich unterstützend? Ist die Stimme sehr gut gesprochen? Weil all diese Dinge werden vollautomatisch von dem Modulbilder mit KI erzeugt. Hier kann ich das Projekt ganz einfach in unserem Barrierefrei-Player teilen. Auch Arbeitshefte und H5P-Dateien lassen sich hier einfach für Ihr Lernmanagementsystem exportieren. Sehr schön ist, dass Sie auch verschiedene Sprachen einbinden können und auch die Übersetzung kann komplett KI-gesteuert erfolgen. Dazu klicken wir im Modulbereich unten entweder auf Stimmen erzeugen, Phonetik regeln, Bilder erzeugen, Übersetzungen verbessern, weil wir haben Übersetzungen ja aktuell drin. Oder ich gehe auf den Portal-Badge. Damit kann ich im gesamten Projektportal ganz viele verschiedene Module in einem Batch-Prozess zum Beispiel übersetzen oder die Barrierefreiheit neu anlegen, die Stimmen neu generieren. Es ist also ein effektives Werkzeug für schnelles Arbeiten mit wenig Klicks. Nun zeige ich, dass ich in der Studioansicht alle Slideshows zum Beispiel hier per Drag and Drop verschieben und manipulieren kann. Oder ich kann sehr einfach neue Slides hinzufügen. Und wenn ich jetzt noch gar nicht weiß, was für Texte möchte ich denn haben, aber ich möchte mehr Futter haben, dann kann ich mir hier auch durch die KI Texte vorschlagen lassen. Jetzt wird aus dem Gesamtkontext des Moduls ein Text erzeugt, der in diese Slideshow passt, und im Anschluss kann ich auch noch ein Bild ergänzen. Jetzt wird erst der Prompt erzeugt und danach wird automatisch das Bild generiert. Und in wenigen Sekunden werden wir sehen, dass oben ein Bild entstanden ist. Wenn ich mit dem Bild nicht zufrieden bin, habe ich die Möglichkeit, in dem Prompt-Bereich sofort die Texte abzuändern und das Bild erneut rendern zu lassen. Als Vorschau haben wir sogar implementiert, dass Bilder danach sofort in Videos umgewandelt werden können. Das ist aber an dieser Stelle noch ein experimentelles Feature. Zum Ende öffnen wir das Projekt im Barrierefrei-Player. Dieser ist so aufgebaut, dass wenn ich auf Start drücke, sofort der Ton abgespielt wird und man automatisch zu nächsten Inhalten kommen kann. Es sind einige Bedienungshilfen verfügbar, zum Beispiel die Eintastenbedienung. Wenn ich auf Weiter klicke, springe ich immer zum nächsten Inhalt und kann mir so sicher sein, dass ich keinen Inhalt verpasse. Weiterhin interessant ist die Autoplay-Funktion. Wenn ich da drauf klicke, brauche ich gar nicht mehr selber klicken, sondern es wird jeder Text vorgelesen, jede Slideshow abgespielt und automatisch danach springt man dann zum nächsten Inhalt. Ebenfalls neu ist die Funktion, dass wir es wie eine Diashow abspielen können.
Wenn ich jetzt hier auf Start klicke, wird das Ganze quasi wie eine Mischung aus Video- und Fotoslideshow abgespielt. Die Panoramafotos drehen sich zu den entsprechenden Slideshows und auch so habe ich die Möglichkeit, sicherzustellen, nichts zu verpassen. Besonders relevant ist, dass wir die Möglichkeit haben, die Schriftgröße zu vergrößern und das Kontrastverhältnis zu erhöhen, sodass Menschen mit eingeschränkter Sehfunktion es hier deutlich einfacher haben. Der ganze Player ist Screenreader-kompatibel, sodass Menschen mit Behinderungen ihn in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung nutzen können. Ergänzend möchte ich noch zeigen, dass ich hier die Sprache umstellen kann, und zwar so, dass man sich die Module bilingual anschauen kann. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte das Modul auf Deutsch lesen, aber hören möchte ich es zum Beispiel auf Ukrainisch. Oder ich mache es mal umgekehrt, damit man das hier im Video jetzt auch besser sieht. Dann klicke ich auf Übernehmen. Jetzt sieht man, ich habe hier die ukrainische Schrift, aber gesprochen wird auf Deutsch. Als letztes möchte ich hervorheben, dass wenn diese Module als OER, also als Open Educational Resources freigeschaltet sind, was zum Beispiel durch Stiftungen finanziert wird oder durch Unternehmen, habe ich hier die Möglichkeit, Arbeitsmaterial zu exportieren. Das kann man natürlich jetzt hier schlecht lesen, weil es ukrainisch ist, aber das sind zum Beispiel Arbeitshefte, das ist der H5P-Player. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf PDF klicke, dann wird das Arbeitsblatt sofort als Druckvorlage erzeugt, lässt sich einfach exportieren und so dann an Kollegen oder an die Studierenden oder Schüler weitergeben. Besonders komfortabel ist, dass wir nicht nur einen Standard H5P haben, sondern einen eigenen H5P-Player von Present 4D. Das Besondere ist, dass wir bei diesem Export nicht nur die normalen H5P-Funktionen haben, sondern den kompletten Umfang des Barrierefrei-Players im Lumi-Player und das ganze Vollbild mit der Möglichkeit, zum Beispiel weiterzuschalten. Alle Texte werden vorgelesen, alle Interaktionen. Wenn Sie einem Kollegen ein Projekt weitergeben wollen, ist das ebenfalls sehr einfach. Da gehen Sie bei Teilen auf Snapshot teilen. Dann können Sie festlegen, wie lange dieser Snapshot verfügbar sein soll für die Kollegen. Dann wird ein Code erzeugt. Diesen Code geben Sie einfach weiter und wenn Ihr Kollege diesen Code eingibt, bei Snapshot importieren, wird hier der Code eingegeben und dann wird quasi dieser Zwischenstand des Projektes als Kopie in das Projektportal des Kollegen geladen. Natürlich ist es auch einfach möglich, direkt Texte per Hand zu ändern oder Bilder per Hand auszutauschen. Das heißt, Sie sind nicht auf die KI angewiesen. Es ist so, die KI baut das Modul als Vorschlag. In der Regel sollte das Ergebnis schon sehr brauchbar sein, aber natürlich wird jeder nach seinem Geschmack noch bestimmte Dinge korrigieren oder vielleicht auch nicht. Aber schneller kann man keine Lernmodule erzeugen, die so viel unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten anbieten.